Wir haben Mai 2025 und am 6. April 2025 hat der britische Non-Dom-Status geendet. Eine Tragödie, was hier die britische Regierung angerichtet hat. Aber der Non-Dom-Status lebt weiter. Das Non-Dom-Erbe wird in etlichen anderen Ländern hier würdevoll fortgeführt und diese Länder werde ich dir in diesem Video vorstellen. Den britischen Non-Dom-Status gab es 200 Jahre lang. Er hat Ausländern, die in UK gelebt haben, die Möglichkeit gegeben, dass sie ausländische Einkünfte nicht im UK versteuern müssen, beziehungsweise nur den Teil der Einkünfte versteuern müssen, die sie auch in den UK überweisen oder dort verwenden. Das hat den UK hier für Jahrzehnte lang, ich will nicht sagen für Jahrhunderte lang, zum Mekka hier für wohlbetuchte Ausländer gemacht, die jetzt ohne hier ihr ganzes Vermögen im Ausland umstrukturieren zu müssen, einfach eine gewisse Zeit in UK leben konnten und dann eben das Geld, was sie in UK gebraucht haben, versteuern mussten und den Rest eben im Ausland belassen haben und dort investierten oder auch konsumierten. Die konservative Regierung unter Rishi Sunak, eine wahre Trümmertruppe, wie man sie nur aus Märchen kennt, konnte sich nichts Besseres vorstellen, als diesen Non-Dom-Status hier abzuschaffen, um schlicht und ergreifend den Linken zuvorzukommen, den Sozialisten, die jetzt an der Macht sind, denen der Status schon lange ein Dorn im Auge war, denn angeblich wurden damit Wohlhabende bevorzugt. Nun, die Abschaffung dieses Non-Dom-Status ist natürlich hier für den britischen Staatshaushalt hochdramatisch, denn rund 10.000 Wohlhabende haben den UK seit der Entscheidung verlassen. Alles Menschen, die in UK Immobilien hatten oder dort Miete bezahlt haben, dort in die Wirtschaft investiert haben, dort Mitarbeiter haben, Schulgeld bezahlt haben, konsumiert haben, in Restaurants gegangen sind, etc. pp. All jene sind vertrieben worden durch diese dreiste Dummheit britischer Politiker. Ja, es ist wirklich erschütternd, aber was will man schon dazu sagen? Politiker sind überall auf der Welt gleich. Schauen wir uns die deutschen Politiker an, die stehen dem ja in nichts nach. Gott sei Dank, muss man sagen, Gott sei Dank gibt es aber etliche Länder, in denen das Erbe des Non-Dom-Status hier fortlebt. Das sind zum Teil Länder, die früher einmal unter britischer Herrschaft waren, wie zum Beispiel Irland, oder anderweitig hier von den Briten beeinflusst wurden und deshalb ähnliche Besteuerungssysteme eingeführt haben. Bevor wir jetzt tatsächlich zu den Ländern kommen, will ich aber nochmal die Remittance-Basis, und so nennt man Non-Dom auch, abgrenzen zu anderen steuerlichen Systemen. Wir haben ja das sogenannte Territorialprinzip in vielen Ländern. Das heißt also, mal angenommen, du wohnst in Paraguay, dann sind nur Einkünfte aus Paraguay dort zu versteuern, ausländische Einkünfte aber nicht. Es spielt keine Rolle, ob du diese ins Land bringst oder nicht. Beim Non-Dom-Status und bei der Remittance-Basis ist es eben anders. Ja, dort sind zwar die ausländischen Einkünfte steuerfrei, aber wenn du sie ins Land bringst, dann muss man Steuern darauf zahlen. Das heißt, ich werde jetzt hier keine Länder aufführen, die Territorialprinzip anwenden, wie zum Beispiel Paraguay, Uruguay, Costa Rica etc. pp. Das ist eine andere Liste. Hier geht es mir tatsächlich ja um eine Art von Non-Dom-Besteuerung, wie man sie aus Großbritannien kennt, nämlich eben hier über die Remittance-Basis. Dass es tatsächlich dann auch noch viele andere Länder gibt, wo sowieso alle ausländischen Einkünfte steuerfrei sind, ist ja sowieso klar. Und das heißt eben auch, dass es manche Länder, die einen Non-Dom-Status haben, in der offiziellen Nomenklatur hier nicht aufgeführt sind in meiner Liste. Zum Beispiel Zypern und auch Griechenland und auch Italien. Die haben ja alle einen sogenannten Non-Dom-Status. Aber auch hier geht es ja nicht um die Remittance-Basis. Mir geht es hier tatsächlich um diesen Aspekt der Remittance-Basis, also dass man eben etwas überweisen muss in das Land, damit es steuerpflichtig wird. Der Non-Dom-Status nach traditionellem britischen Vorbild. Nicht, dass das jetzt besser wäre oder sowas, ja, aber es ist eben einfach eine andere Art und hier geht es mir eben um die Erben des Non-Dom-Status. Gut, also fangen wir einmal an. Land Nummer 1 natürlich Irland. Irland hat den traditionellen Non-Dom-Status, wie man ihn aus UK kannte, lange vor diesen Änderungen, die man in den letzten 15 Jahren vor der Abschaffung des Non-Dom-Status erlebt hat. Als ich 2003 nach England umgezogen bin, da gab es den Non-Dom-Status in dieser Fasson noch.
Das heißt also, hier gab es keine zeitliche Begrenzung. Da gab es auch keine Sondersteuer, die man zahlen musste, um den Non-Dom-Status zu nutzen. Da gab es nicht mal hier irgendwelche Erklärungspflichten gegenüber der Regierung. Als ich 2003 nach London umgezogen bin, da konntest du Auslandseinkünfte haben, so viel du wolltest. Du musstest es nicht mal der Regierung melden, geschweige denn irgendwelche Fristen etc. beachten. Das war sensationell. Damals war England besser als die Schweiz und das war einer der vielen Gründe dafür. Das gibt es auch heute in Irland noch. Das heißt, du hast keine zeitliche Beschränkung, um den Non-Dom-Status zu nutzen. Du musst auch keine sogenannte Remittance Tax bezahlen. Man hat ja dann in UK eine Einmalsteuer von 30.000 bis 60.000 Pfund eingeführt. Das gibt es in Irland nicht. Allerdings musst du auch in Irland der Steuerbehörde melden, dass du diesen Non-Dom-Status nutzt. Das heißt also, komplett verschweigen kannst du es der Regierung nicht. Ein weiterer Grund, nach Irland umzuziehen: Wir hatten ja schon verschiedene Videos gemacht. Zum Beispiel ist auch der irische Pass natürlich einer der besten Pässe weltweit, den man erwerben kann, wenn man da ein paar Jahre gewohnt hat. Gerade mit Familie ist das besonders attraktiv, denn das Schulsystem ist gut. Man kann auch Homeschooling machen, wenn man möchte. Also Irland sicherlich eine sehr gute Wahl. Land Nummer 2 ist Malta. Ebenfalls ein Land, über das wir hier sehr häufig sprechen. Ein Land, das ich sehr gut kenne, wo ich auch schon mehrfach gewohnt habe. Dort gibt es ebenfalls den traditionellen Non-Dom-Status, ebenfalls ohne zeitliche Begrenzung. In Malta ist es so, dass man eine Pauschalsteuer von 5.000 € bezahlen muss, um den Non-Dom-Status zu nutzen. Dafür kann man dann 35.000 € ins Land überweisen, ohne zusätzliche Steuern bezahlen zu müssen. Ein Sonderfall ist so ein bisschen in Malta, dass ausländisches Einkommen, was im Ausland bleibt, dann nach einigen Jahren nach Malta überwiesen werden kann, ohne dort Steuern auszulösen. Das ist ziemlich einmalig. Ja. Das kann attraktiv sein, zum Beispiel, wenn du eine Immobilie in Malta kaufen willst. Ansonsten gibt's ja nicht so viel, wofür du Geld in Malta ausgeben kannst. Deswegen ist das natürlich hier von limitiertem Nutzen. Aber eben das ist in Malta möglich. Nach einigen Jahren kannst du das im Ausland aufbewahrte Geld dann nach Malta überweisen, ohne Steuern auszulösen. Wie gesagt, eine Meldepflicht, um den Non-Dom-Status zu nutzen, gibt es dort ebenfalls. Du musst auf der Steuererklärung ankreuzen, dass du die 5.000 € hier bezahlst, und damit weiß natürlich die Regierung, dass du Auslandseinkünfte hast, die du dann aber im Detail nicht in der Steuererklärung nennen musst. Das ist das Gleiche wie in Irland. Land Nummer 3 ist Gibraltar. Hier die Südspitze Spaniens. Das ist ja ein britisches Gebiet und auch hier gibt es einen Non-Dom-Status. Hier ein bisschen ein ähnliches Modell wie auch in Malta. Dort zahlst du eine Pauschalsteuer in Höhe von rund 30.000 €. Dann kannst du auch dort den Non-Dom-Status nutzen, ohne weitere Details der Regierung nennen zu müssen. Hier auch unbegrenzt nutzbar. Und wenn du ein Vermögen hast von ungefähr 2,5 Millionen €, dann bekommst du dort den Aufenthaltstitel. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dort über eine Selbstständigkeit etc. hier an eine Aufenthaltsbewilligung zu kommen. Land Nummer 5 ist Mauritius. Viele wissen es nicht, aber auch Mauritius hat einen Non-Dom-Status. Auch hier werden ausländische Einkünfte erst dann steuerpflichtig, wenn du sie nach Mauritius überweist. Solange sie im Ausland bleiben, wird keine Steuer fällig. Hier gibt es keine zeitliche Beschränkung. Du musst auch nicht melden auf der Steuererklärung, wenn du ausländische Einkünfte hast. Land Nummer 5 ist Thailand. Ebenfalls ein Land, über das wir ja hier viele Videos schon gemacht haben. Kurioserweise hat Thailand diese Remittance-Basis erst 2024 eingeführt. Davor war es so, dass Auslandseinkünfte generell steuerfrei waren, wenn man sie nicht im Jahr des Verdienstes nach Thailand überwiesen hat. Das hat sich nun geändert. In Thailand muss man nun Steuer zahlen, wann immer man hier Auslandseinkünfte überweist, egal zu welchem Zeitpunkt. Aber auch hier, wenn die Auslandseinkünfte im Ausland bleiben, muss man sie nicht der Regierung melden auf der Steuererklärung. Man muss also hier keinerlei Angaben machen und zahlt dann bei Überweisung eben Steuer auf diese Einkünfte. Land Nummer 6 ist Malaysia. Auch hier letztlich kann man sagen, Non-Dom-Status nach traditioneller britischer Vorstellung. Alles, was im Ausland bleibt, ist steuerfrei. Momentan ist es so, dass bis 2036 eine Ausnahmeregelung gilt. Das heißt, selbst wenn du nun hier Einkünfte
nach Malaysia überweist, ausländischer Art, sind sie steuerfrei. Das hat man so ein bisschen gemacht, um hier jene anzulocken, die von Thailand weg wollen aufgrund der steuerlichen Regelung dort. Malaysia ist ja direktes Nachbarland, hat also gehofft, profitieren zu können von dieser neuen steuerlichen Regelung in Thailand, die ich vorhin erwähnt habe. Diese Regelung wurde bereits einmal verlängert in Malaysia. Es ist also davon auszugehen, dass auch nach 2036 die Regelung wieder verlängert wird. Ansonsten eben wären nur die Einkünfte in Malaysia steuerpflichtig, die dorthin überwiesen werden. Und Land Nummer 7 ist Hongkong. Auch natürlich ein traditionelles, ehemaliges britisches Gebiet. Auch hier ist es so, dass nur jene Einkünfte besteuert werden, die in Hongkong verdient werden oder eben nach Hongkong überwiesen werden. Singapur hat übrigens auch mal dazu gehört. Mittlerweile ist es aber so, dass vielfach diese ausländischen Einkünfte nach Singapur überwiesen werden können. Also es eine klassische Remittance-Basis nicht mehr gibt. Übrigens muss ich noch eine Sache sagen zu all den Ländern, die ich hier erwähnt habe. Die Frage ist natürlich immer, was sind eigentlich tatsächlich Auslandseinkünfte? Ja, also wenn ich zum Beispiel in Irland arbeite als Softwareentwickler und einen ausländischen Kunden habe, sind das dann Auslandseinkünfte oder nicht? Die Antwort lautet natürlich nein. Wenn die Arbeit in Irland gemacht wird, dann sind es keine ausländischen Einkünfte, sondern dann sind es inländische Einkünfte, auch wenn der Auftraggeber im Ausland wohnt. Diese müssten also in jedem Fall in Irland versteuert werden. Und das Gleiche gilt für alle diese 7 Länder, die ich gerade eben genannt habe. Und es galt natürlich auch damals im UK. Und insbesondere, wenn es eben darum geht, ob eine Bezahlung oder eine Entlohnung hier für Tätigkeiten vorliegt oder ob Kapitalerträge vorliegen, da ist man natürlich hier sensibilisiert in diesen Ländern. Das heißt, da muss man also natürlich aufpassen bei der Gestaltung, wie das Ganze dann konkret hier umgesetzt werden soll. Wenn man zum Beispiel eine Auslandsgesellschaft verwendet und sich von dieser Auslandsgesellschaft nur einen kleinen Teil als Gehalt auszahlen lässt in das Wohnsitzland und das dann dort versteuert, muss natürlich sichergestellt sein, dass die Auslandsgesellschaft auch Substanz im Ausland hat, weil sonst wird das Ganze, was dann bezogen wird und auch was bei der Gesellschaft einbehalten wird, als Entlohnung gesehen für die Tätigkeit, die im Land ausgeübt wird, und damit ist wiederum alles steuerpflichtig. Also das war sie, unsere Liste mit den 7 Ländern, wo der Non-Dom-Status weiterlebt, der hier tragischerweise in UK durch die britische Regierung, die Vorregierung, muss man natürlich sagen, hier von Keir Starmer, die glücklosen Konservativen hier von ihnen einfach abgesägt wurde. In diesen 7 Ländern lebt der Non-Dom-Status weiter, hoffen wir noch möglichst lange. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, wenn du auch in ein Non-Dom-Land auswandern möchtest, um deine Steuerlast zu optimieren oder in irgendein anderes Land, haben wir ja vorhin schon besprochen, wo es günstige Steuersysteme gibt, dann würde ich mich freuen, mit dir zu sprechen. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau zu diesen Punkten zu beraten. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.